So, willkommen zurück. Heute reden wir mal wieder über den SP500. Ähm, Bekommen wir jetzt noch einen Blow auf Top oder hat der Crash schon begonnen? Das werden wir heute in diesem Video beleuchten. Falls es euch interessiert, bleibt einfach dran. Wie immer, als erstes, ich benutze diese Fractal-Methode hier. Ich werde das Erklärvideo am Ende dieses Videos dran linken oder ihr schaut euch einfach auf meinem Kanal die Playlist Fractal Method an. Okay, na dann springen wir gleich rein. Diesmal haben wir halt der komplette Überblick. Bedeutet, das Macro-Tracking, das komplett herausgezoomte, heißt vom IPO bis 2009 war einfach nur unser High-Low. Von 2009 bis Februar 2020 war einfach nur unser A. Und vom März 2020 bis 2025 war unser B. Das ist die bärische Variante. In dem Fall schauen wir jetzt gerade, also seit März 2025, nach unserem C. Wäre das allererste Mal, dass Buy in seinem C ist. In dem Fall ist es eigentlich wurscht, ob wir jetzt einen Blow auf Top bekommen oder ob das hier schon unser Top war. In dem Fall unser nächstes Ziel, wo auch immer unser Top ist, unser nächstes Ziel ist unser V&A. Ja, und das wäre irgendetwas unter 218. Allerdings, wenn wir nicht irgendwie Dritten Weltkrieg oder irgend so einen Blödsinn bekommen, werden wir nicht in einer Candle klarerweise hinunterkrachen, sondern wir werden unser normales Lower Peak M und T bekommen für unser V&A. Wie würde das ausschauen? Weil als allererstes, ich gehe in dem Fall von 2 bis 5 Jahren aus. Der erste Drop wird der härteste in meiner Meinung, also nicht der härteste, aber wird schnell kommen. Dann kommen wir rauf, machen die Broadening Wedge. Das wäre unser Lower Peak. Dann müssen wir wieder mindestens runter, wo das L angefangen hat. Kommen wieder rauf, machen unser Midpoint. Da müssen wir wieder mindestens unter den Punkt fallen, wo das M angefangen hat. Kommen wir wieder rauf, unser Last Time to Sell, dann unser V&A. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Wir machen unser Higher Low, A, B, C, brechen allzeit hoch. Wer weiß, wohin wir dann gehen. Die einzige Alternative dafür wäre, dass unser B noch nicht fertig ist. In dem Fall suchen wir noch immer unseren B-Peak. Selbe wieder. Es ist egal, in dem Fall ist es nicht egal, wo und ob wir jetzt noch einen Blow auf Top bekommen oder nicht. Aber wenn man sich anschaut, wir haben dieses große A, dieses große Higher Low. Dieses kleine B hier schaut ein bisschen mickrig aus. Ich gehe also mehr davon aus, wir suchen unser B derzeit. Wie tief würden wir dann fallen, falls das unser großes B ist? Naja, wir nehmen die 0,5 von dem Low in März 2020 zu dem Punkt, wo auch immer wir enden werden. Also ich gehe von 745 ish aus. Wenn das unser absolutes Peak ist, dann ist unser Pullback Target die 0,5 bei 404. Hier. In dem Fall gehe ich nicht von 2 bis 5 Jahren aus. Ich gehe in dem Fall maximal von 2 Jahren aus. Und ich würde sogar sagen, Ende 2026. Aber auch hier in dem Fall gehe ich nicht von einem Knife direkt runter aus, sondern es wäre halt ein kleineres LMT. Halt angepasst auf 2 Jahre. Oder einem Jahr. Aber es wäre halt noch immer eine Broadening Wedge. Ne? So, dann schauen wir mal ins Microtracking. Was erwartet uns für die nächsten 2 Wochen? In dem Fall im Oktober 2025, das war unser letztes richtiges Peak.
Wir sind in die Broadening Wedge reingefallen, haben unser perfektes V&A bekommen. Seit November 2025, also der 21. bis Dezember 17, das war einfach nur unser A. Und von Dezember 17 bis heute, das war einfach nur unser B. Jetzt ist die Frage, ist unser B-Pullback schon fertig? Was kommt als nächstes? Naja, wo ist der Boden von B zwischen A nach unserem B? Wir nehmen das Low von unserem A, also Dezember 17, zu dem Peak auf B im Dezember 26 und wir wollen in die Nähe von unserer Point 5 fallen. Und wenn man ganz genau schaut, haben wir gemacht. Was haben wir noch gemacht? Unser Top, unser B-Top ist halt ein Top, das heißt, es war ein C. Wir machen einen Lower Peak, fallen unter das, wo wir angefangen haben, kommen wieder rauf, unser Midpoint. Wir fallen wieder unter, wo das M angefangen hat, kommen wieder rauf, Last Time to Sell, bevor wir runterfallen. Perfekt. Das haben wir heute gemacht. Was ist also unser nächstes Target? Die einzige kleine, noch immer bullish Alternative, die ich hätte, ist, wir müssen hier noch immer unser kleines Micro-Higher-Low machen. Ja, in dem Fall würden wir Montag irgendwas bei 6,80 zu 6,80 gehen. Das könnte aber schon im Pre-Market passieren. Oder wir gappen einfach. Wohin gappen wir? Ja, also für die Regeln 1 zu 1, unser nächstes Ziel für unser nächstes A wäre 6,86 und für B 6,88. Ist aber Micro-Tracking. Unser nächstes Ziel für C ist für mich Preisziel 1 bei 703 oder wenn wir ganz dumme Sachen machen, 716. Ich weiß schon, das sind 5%. Dazu muss man allerdings eins sagen, wir gehen auf unser absolutes Peak, bevor wir crashen hin. Und SPY wird immer mehr, immer steiler. Wenn man sich überlegt, vor 2 bis 5 Jahren waren selbst Tage mit 2 oder 3% nicht normal für SPY. Heutzutage sind 2% gar nichts mehr. Sowohl an einem Tag rauf und runter, weil es halt immer volatiler wird. Ich glaube, also in den letzten Sachen werden wir vielleicht sogar 5% am Tag sehen. Und zwar nicht nur, weil irgendwas passiert, sondern einfach so. Ja, es wird immer volatiler. Die einzige wirkliche bearische Alternative, die ich habe, die ich nur zeige, damit ich eine Alternative habe, würde bedeuten, wir kommen noch immer hoch, aber das wäre unser Top schon. Das bedeutet wahrscheinlich irgendwas 6,88. Das wäre dann unser erstes Lower Peak. Dann würden wir runterfallen. Wahrscheinlich zu dieser Trendlinie bei 6,69. Dann würden wir aber wieder raufkommen. Wahrscheinlich würden wir unseren Kopf hier hitten. Das wäre unser M. Wieder runter. Dann werden wir wahrscheinlich an dieser Trendlinie hier rejecten. 6,64, das wäre unser T. Dann würden wir unser V machen. Dann würden wir aber wieder hochkommen. Das wäre dann eins der größeren Lower Peaks und dann wiederholen wir das Ganze weiter und weiter und weiter. In dem Fall werden wir die nächsten 1 bis 2 Jahre kein Allzeithoch mehr sehen. Aber ist derzeit nur eine Alternative, sehe ich noch nicht. Was hätten wir, um das Ganze zu bestätigen? Ja, wir könnten uns Bitcoin anschauen. Hat nämlich heute auch einen schönen Move gemacht. Auch 2 Versionen. Die bullische Variante wäre Oktober 6. Oktober 2025 war ein Peak. Wir sind runtergefallen, haben ein V&A gemacht, haben seitdem ein Higher Low gemacht. Bedeutet, nächstes Ziel ist 95. Ziel nach dem ist 107.
und dann wie SPY bekommen wir ein Blow-off-Top. Einzige Alternative dazu ist, Oktober war das Top von Bitcoin und Crypto allgemein. Aber selbst dann würden wir trotzdem raufkommen. Meiner Meinung nach werden wir dann aber nicht mehr 107.000 brechen. Das wäre unser erstes Lower Peak. Ja. Wieder runter, wieder rauf, M. Wieder runter, wieder rauf, T. Ja. Und unser richtiges Ziel wäre 44. Die 0,5, weil ich gehe noch immer davon aus, dass das wäre unser großes B. Ja, und in dem Fall auch 1 bis 2 Jahre. Und dann geht es wirklich nach oben. Ich habe mich noch nicht wirklich entschieden, zu was ich mehr tendiere. Ich möchte wirklich sehen, dass wir 107 brechen. Wenn wir hier rejecten, dann bin ich bearish. Ja, und eine Sache noch. Wir schauen uns einfach WIX an. Für WIX schauen wir uns einfach nur von Oktober bis heute an. Wir haben als perfektes wie Hello ABC, unser Lower High, unser Midpoint und meiner Meinung nach haben wir heute unser T gemacht, wo wir auch rejected sind. In dem Fall müssen wir zumindest unter 13,36 und runterlaufen. Ob wir allzeit Low brechen, weiß ich noch nicht. Mein Blow-off-Top würde Sinn machen. Aber meiner Meinung nach werden wir zumindest 12,72 brechen. Und mit dem Move, ich meine, jeder weiß, WIX runter, SPY rauf. WIX rauf, SPY runter. Und für mich schaut WIX derzeit extrem bearish aus. Schauen wir mal, was wir nächste Woche bekommen. Wie immer, wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Hier kommt das Erklärvideo hin. Hier ist die Playlist. Und wenn ihr mir weiterfolgen wollt, da ist der Abo-Button. Wir sehen uns.